Hallo und herzlich willkommen bei Enforce Tech TV, der digitalen Plattform der Enforce Tech 2025. Wir sind hier am Stand von Bush Protective zusammen mit Edwin und wir gehen kurz über die aktuellen Produkte für das Jahr 2025. Was habt ihr mitgebracht? Erstmal, ich freue mich, dass ihr hier seid. Vielen Dank, dass ihr bei uns vorbeigeschaut habt. Ja, wir haben zwei Produkte, die wir euch heute präsentieren wollen. Wir haben auf der einen Seite ein komplett neues Produkt für uns, eine ballistische Platte, tatsächlich vom Kopf mal runter zum Körper. Haben uns da einiges einfallen lassen, haben da auch ein sehr gutes Team gehabt, was mit viel Erfahrung an der Entwicklung beteiligt gewesen ist. Und dann haben wir noch ein Helm, ein neues Modell mitgebracht, wo wir auch ein kleines nettes Schmankerl mit drin haben, nämlich das Thema Gewichtreduktion. Also zwei ganz spannende Produkte auf jeden Fall. Wie lange hat es bei euch gegärt oder gereift, dieses Projekt? Viel zu lange, kann ich dir auf jeden Fall sagen. Also wir haben wirklich ein paar Jahre dran entwickelt. Wir haben damit mit wirklich einem Team zusammengearbeitet, die, glaube ich, in dem Bereich schon seit 15, 20 Jahren aktiv sind und auch einiges an Know-how haben. Es ist ein Team aus Europa letztendlich, was wir da mit an Bord geholt haben. Und die Jungs, die daran beteiligt gewesen sind, haben schon einige Platten entwickelt und das ist eben jetzt sozusagen top of the shelf, das Beste, was wir zusammengekriegt haben. Ich sehe schon, du bist recht euphorisch über das Produkt, man sieht es auch an deinem Grinsen. Also gehen wir kurz mal drüber, warum das die Platte ist, die man haben muss. Also, erstmal ist es eine V7-Platte. Wir haben auch eine Version V9. V7 ist allerdings unser Hauptfokus, weil Sweet Spot zwischen Gewicht und Performance. Und dann haben wir natürlich ein paar Features damit drin, die absolut wichtig sind. Zum einen natürlich Passform. Wir haben eine schön dünne Platte. Wir haben eine relativ leichte Platte. 1,7 Kilogramm wiegt die Platte in der V7-Variante. Und wir haben eben eine Platte, die wirklich eine Performance hat. Corner to Corner, Edge to Edge, also wirklich das komplette ballistische Paket da drin. Was ja im Prinzip so ich nenne es jetzt mal den Holy Grail der Schutzplatte ist einfach diese Edge to Edge Performance, einfach weil der Fokus darauf liegt, dass wirklich die Schutzfunktion bis zur Kante rausgeht, also wirklich volle Schutzfunktion bis zur Außenkante der Platte. Genau. Und das passt halt auch genau zu unserem Unternehmen Bush Protective. Wir sind schon seit Tag 1 darauf fokussiert, maximale Performance zu liefern und auch bei der Platte machen wir keine Kompromisse. Und wir gehen noch einen Schritt weiter tatsächlich, weil wir natürlich auch als Unternehmen immer mehr unsere Verantwortung sehen Richtung Umweltthemen etc. und natürlich auch Richtung Budgetthemen, die der Kunde letztendlich hat. Und da ist die Platte auch ziemlich interessant, weil wir eben mit dieser Platte die Möglichkeit haben, ein Refurbishment-System anzubieten. Also tatsächlich die Platte komplett in Rohzustand zurückzuführen, die Komponenten voneinander zu trennen und dann ab der Keramik, was ja immer so das teuerste Teil von so einer Platte ist, ab der Keramik das ganze Ding wieder neu aufzubauen. Und wie wir es im Vorgespräch schon erwähnt hatten, beziehungsweise wie wir miteinander das Vorgespräch geführt haben, die Firma Bush Protective ist eine der Firmen, beziehungsweise die einzige Firma, die diesen Service anbietet. Das heißt, die Kostenreduktion durch Refurbishing eurer Schutzplatten. Also gibt es nur von der Firma Bush Protective. Und da haben wir auch tatsächlich einiges an Historie, ja natürlich nicht in Platten, weil es ja komplett neu, aber wir machen zum Beispiel schon Refurbishment im Bereich ballistische Helme seit 2003, also mittlerweile jetzt auch schon 22 Jahre, haben glaube ich mittlerweile 1,5 Millionen Helme refurbished und da ist es natürlich absolut passend, dass das neue Produkt das auch dann gleich mit kann. Und natürlich die Innovation da auch mit reinfließen zu lassen und natürlich den gleichen Service, weil macht natürlich Sinn, Helm und Platten in einem Package direkt zum Refurbischen zurückzuschicken. Absolut, genau. Haben ja auch ähnliche Lebenszeiten, 10 Jahre Garantieleistung etc. Also das passt auf jeden Fall zusammen. Und das ist jetzt natürlich ein spannendes Feature, aber ich glaube, für den Anwender ist es eher so ein, ja okay, was macht es für einen Unterschied für mich? Das ist eher für den B-Schaffer ein sehr nettes Feature und natürlich auch in den heutigen Zeiten von also Kosteneinsparung und natürlich auch von Rohstoffeinsparung, muss es heißen. Auf jeden Fall, wir haben Kosteneinsparung, wir haben Ressourceneinsparung und natürlich das Thema Umwelt. Also das geht uns am Ende dann wiederum alle an. Und wenn man da eine Entscheidung fällen kann, die besser oder viel besser für die Umwelt ist, dann ist es natürlich die richtige Entscheidung. Zum Thema Gewichtsreduktion zu einer vergleichbaren Platte im Prozent oder hast du klares Maß für uns, also eine Grammzahl oder prozentual, wo sind wir leicht? Also nur, dass der Kunde im Endeffekt weiß, wo
wo man da rauskommt. Genau, also letztendlich Hauptfokus ist natürlich Gewicht bei jedem Schutzsystem, was wir anbieten. Wir haben jetzt die Platte VPAM 7 mit einem Gewicht von 1,7 Kilogramm in der Größenordnung und Gewichtsreduktion ist eben nicht Verkleinerung der Keramik oder ein bisschen weniger Backing oder ein bisschen weniger im Edge-Bereich die Performance dann auch zu haben, sondern die Gewichtsersparnis ist tatsächlich die Materialien, die wir verwenden. Also die Keramik vorne ist Borcarbid-Keramik, also das leichteste, was momentan so am Markt verfügbar ist. Und auch im Bereich Polyethylen haben wir Cutting-Edge-Material im Einsatz und damit dann natürlich auch die Gewichtsreduktion. Und ansonsten, und das ist ein wichtiges Thema und es kommt auch gleich zum zweiten Feature dann, haben wir das komplette Wrapping nochmal neu gedacht. Wir sind kein klassischer Plattenhersteller, durften uns also mal was Neues ausdenken und haben dann direkt auch was komplett anders gemacht. Und das sieht man, glaube ich, der Platte auch ein Stück weit an, sieht ein bisschen anders aus als andere Platten. Wir haben sie halt super effizient gemacht, also sowohl in der Fertigung sehr effizient, als auch in der Verwendung von Materialien, weil jedes Material, was wir verwenden, entweder Teil der Ballistik ist oder Teil dieses anderen Features, wo wir direkt jetzt drauf überleiten können, wenn du willst. Wo vielleicht die Firma Bush Protective oder der Edwin jetzt hier raus will, ist, man hat vielleicht jetzt nicht für die Firma Bush Protective die schönste Platte gebaut, aber definitiv die effizienteste. Natürlich ist das immer Anschauungssache, weil wir finden schon, dass das eine sehr schicke Platte ist und das ist natürlich auch dem nächsten Feature geschuldet und das ist ein sehr, sehr absolut praktikables Feature, das jeder Anwender super nutzen kann und da kommen wir jetzt dazu. Genau. Keramik, wie wir es von Tellern ja auch kennen, auch Keramik, wenn die mal runterfallen, gehen die kaputt. Das ist einfach so. Oder an die Wand fliegen. Genau, oder an die Wand fliegen, wenn man irgendwas nicht so gut fand. Anyway, in der Keramik, im ballistischen Keramik ist es das Gleiche. Und da ist es tatsächlich so, je leichter die Keramik, grob gesagt, je leichter die Keramik, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch brechen kann. Und da gibt es natürlich mehrere Einsatzszenarien. Manche tragen ihre eigene Platte täglich und dann wissen sie ja mehr oder weniger, was mit der Platte passiert ist. Andere sind vielleicht in einer Situation, wo sie die Platte teilen mit anderen Personen und dann nicht hundertprozentig wissen, was mit der Platte passiert ist. Das Plate Sharing. Genau, das Plate Sharing. Wer kennt es nicht? Wir beide fahren vielleicht mal zusammen irgendwie mit dem Auto unterwegs und andere Leute teilen sich eine Platte. So, I got a business plan. Genau. Genau, aber also das Pooling ist ja nichts Ungewöhnliches. Gerade auch in Europa in vielen Polizeieinheiten ist es gang und gäbe, weil natürlich auch geschaut werden muss, braucht man so viel Schutz immer jeden Tag und kann man da vielleicht unter Umständen auch effizienter mit umgehen. Und hier ist eben das wichtige Thema, wenn die Keramik oder die Platte, die gesamte Platte runterfällt, besonders wenn sie auf die Kante fällt, ist sie potenziell gebrochen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die ballistische Leistungsfähigkeit. Nicht jeder Bruch ist direkt auch fatal für das ballistische Ergebnis. Allerdings, Brüche können halt auch zu größeren Brüchen werden und dann kann die Performance natürlich erheblich drunter leiden. Und bisher gibt es da eigentlich nur ein wirklich brauchbares Szenario für. Alle Platten regelmäßig einsammeln, alle Platten irgendwo einer Röntgenstrahlung oder also Röntgenuntersuchung oder irgendwie anderen bildgebenden Verfahren zu unterziehen, um dann festzustellen, hat sie gebrochene Teile oder hat sie keine gebrochenen Teile. Und jetzt kommt der problematische Teil. Dann packt man die ganzen Platten wieder in den Karton, schickt sie wieder zurück zum Anwender und auf dem Weg bricht sie vielleicht schon wieder. Fällt sie dem Hochleistungspostboden runter und... Who knows, genau. Und da kommt halt die Technologie zum Einsatz, die wir hier entwickelt haben und das haben wir hier auch einmal gezeigt tatsächlich. Das ist dieses Feature, ich hoffe, das kommt auf der Kamera durch, dass wir eben die Brüche tatsächlich sehen können. Also hier ist es so, dass wir die Keramik auf den Betonboden haben fallen lassen. Das ist schon mit ordentlich Geschwindigkeit. Das ist jetzt nicht so einmal berührt und dann bricht die Platte sofort. So ist es natürlich nicht. Aber wenn man die jetzt schon wirklich ordentlich auf den Boden fallen lässt. Wir sprechen hier von praxisnahen Tests oder praxisnaher Performance, bei der die Platte eventuell Schaden erleiden könnte. Also nicht nur durch einen Beschuss oder Einschuss, sondern definitiv auch durch die reguläre Anwendung oder vielleicht einfach ein Montage, ich nenne es jetzt mal Montagefehler, den ich von hier nach hier, das Ding fällt runter, patsch. Also es passiert schneller als... Murphy's Law, alles passiert, was passieren kann. Das wäre jetzt wirklich so ein schlechter Fall,
die fällt auf die Kante, idealerweise noch auf irgendeine spitze Kante, vielleicht eine Treppenstufe oder sowas, dann ist es auf jeden Fall wahrscheinlich, dass sie bricht. Oder natürlich stumpfe Krafteinwirkung durch irgendwelche Schläge, Stöße etc. Sowas kann natürlich auch immer passieren. Und was jetzt hier eben spannend ist, man kann der Platte ansehen, ob sie gebrochen ist, weil sie eben diese weißen Linien zeigt. Und das gibt mir als Anwender die Möglichkeit, wirklich mehr oder weniger vor dem Einsatz einmal zu schauen, ist die Platte in Ordnung? Okay, alles klar, dann kann ich jetzt meinen Dienst verrichten, ohne darüber nachzudenken, ist die Platte vielleicht in irgendeiner Form beschädigt oder in irgendeiner Form kompromittiert. Und das ist aus unserer Sicht ein Riesenfeature, was zum einen natürlich das Sicherheitsgefühl erhöht, den tatsächlichen Schutz erhöht, weil wir mehr oder weniger auf einer Tagesbasis kontrollieren können, in welchem Zustand die Platte ist. Und klar, gleichzeitig habe ich halt die Möglichkeit, dann auch ein wirkliches Lifecycle-Management mit der Platte zu führen, weil ich halt immer den Zustand kenne. Und natürlich auch, wie wir es auch im Vorgespräch hatten, ihr könnt über die Verfärbung des Risses, also über die Intensivität der Verfärbung des Risses selbst feststellen, ist die Platte noch benutzbar oder nicht. Exakt. Oder muss sie einfach zum Refurbish eingeschickt werden. Exakt. Also definitiv auch für den Nutzer oder der den Einsatz geht und sich aus dem Plattenpool die Platte holt, kann direkt im Vorfeld erkennen, hey, mit der Platte stimmt was nicht oder ich kann mit einem guten Gefühl in den Einsatz gehen. Ganz genau. Also hier vielleicht an den Linien, das wird man auf der Kamera kaum sehen, aber hier ist zum Beispiel eine sehr leichte Linie zu sehen, die einmal quer rüber geht. Das wäre so eine Linie, wo man sagen würde, ballistische Performance immer noch gegeben. Ja. Aber wenn es hier dann deutliche weiße Linien zeigt, wie hier im Randbereich, da wäre es auf jeden Fall kompromittiert. Und dann wäre es halt für den Anwender so, bei der Platte jetzt, das wäre auf jeden Fall eine, die ich ausschließen würde, weil die sieht schon ziemlich zugerichtet aus. Aber wenn man jetzt schaut und man sieht, da nur so ein Haarriss, dann weiß man, okay, den Tag kann ich auf jeden Fall noch normal arbeiten. Ja. Aber Richtung Ende des Dienstes sollte ich vielleicht mal nach einer neuen Platte mich umschauen. Das ist natürlich auch die Krux bei Edge-to-Edge Performance. Hast du natürlich auch Keramik Edge-to-Edge. Das heißt, dass die Platte natürlich auch in der Anwendung etwas anfälliger ist. Halt, natürlich habe ich auch den maximalen Schutz, aber ich nenne es jetzt überspitzt, irgendein Tod muss man sterben und da habe ich lieber mehr Performance und das ist ja im Prinzip auch Gewöhnungssache, wie ich mit einer Platte vernünftig umgehen kann. Ja. Was hier ganz entscheidend ist, wir haben unterschiedliche Einfärbungen tatsächlich. Die Intensität, wie du schon eben richtig gesagt hast, zeigt uns, inwiefern ich die Platte noch verwenden kann. Wenn ich jetzt so einen ganz leichten Haarriss sehe, dann kann ich die Platte definitiv an dem Tag noch verwenden. Das sollte überhaupt gar kein Problem sein. Aber wenn ich jetzt tatsächlich starke Verfärbungen habe im Randbereich, also wirklich starke weiße Linien, dann weiß ich, Platte austauschen, kann ich nicht mehr verwenden. Das ist der große Pluspunkt, dass es der Nutzer, also der den Einsatz geht und sich sein Setup bzw. den Plattenträger aufbaut, in Eigenregie überwachen kann, beziehungsweise eine Sichtkontrolle vor dem Einsatz machen soll. Okay, das geht noch oder das geht eben nicht mehr und nimmt sich dann was anderes aus dem Plattenpool sozusagen. Genau. Und das ist natürlich ein Stück weit vielleicht auch ein Nachteil, wenn man so möchte, von Edge to Edge, weil wir ja die Keramik wirklich bis zum Rand führen, das Polyethylen bis zum Rand führen. Aber da haben wir uns natürlich auch Gedanken zu gemacht und dafür haben wir natürlich auch das Kantenprofil entwickelt, damit wir dem Ganzen dann auch wieder ein Stück weit Schutz bieten. Und das ist eben das Wesentliche. Die Platte braucht ein ganz kleines bisschen Schutz, damit sie eben dann auch bis zur Kante gehen kann. Aber dafür habe ich dann wirklich auch die Ballistik bis zum Rand. Und das ist ja viel wert. Und das ist auch was, wo sich der Nutzer oder der Endnutzer im Prinzip auch damit arrangieren bzw. darauf einstellen muss, dass mit maximaler Performance natürlich auch ein gewisses Maß an Verantwortung der Ausrüstung gegenüber an den Tag gelegt werden muss. Und das ist unserer Meinung nach kein Schaden, weil je mehr auf die Ausrüstung aufgepasst wird, desto länger kann ich damit arbeiten. Vor allen Dingen die meisten Anwender kennen es ja sowieso schon. Wahrscheinlich eines der komplexesten Systeme, die so ein Anwender verwendet, ist die Waffe. Ja. Und die wird ja auch regelmäßig gewartet, gereinigt etc. Absolut. Und ich denke mal, so ähnlich sollte man auch mehr Helme und andere Schutzprodukte verwenden, weil klar, die sind ja dafür da, einen guten Job zu machen und wollen natürlich auch gepflegt werden. Der Service, den ihr anbietet für die, ich nenne es jetzt mal für die Bewertung, also die Schadensbewertung einer Platte, oder gibt es da einen festen Intervall von euch? Das heißt, der Behörde XY kauft einen ganzen Schlag Platten. Gebt ihr dann ein Intervall dafür vor, in dem die Platte einrücken muss zur Überprüfung? Oder geht es rein über den Benutzer, der dann sagt, ey, jetzt wird es, glaube ich, mal Zeit, weil ich habe hier und da schon mal Verfärbung drin? Ja. Das geht rein über den Benutzer. Tatsächlich, wir entkoppeln uns da komplett. Wir kommen dann erst wieder ins Spiel, wenn der Anwender oder die komplette Behörde
Kunde sich dafür entscheidet, ein Refurbishment-Programm aufzusetzen. Genau, da sind wir dann am Start, weil das natürlich industrielle Arbeit ist. Aber ansonsten ist es... Das würde dann bei einer normalen Standardplatte, die vielleicht 10 Jahre, ich nenne es jetzt überspitzt, im Schrank gelegen war, dann automatisch kommen. Genau. Das heißt, die Platte, egal ob sie benutzt worden ist oder nicht, nach 10 Jahren geht sie zu euch, wird refurbished und wird wieder neu aufgesetzt. Und da ist ja das Wesentliche. Die Keramik ist der teure Teil der Platte. Ja. Das ist aber auch der Teil, der sich in den nächsten 10, 15, 20 Jahren nicht wahnsinnig viel verändern wird. Beim Backing sieht es natürlich anders aus. Polyethylen vor 10 Jahren ist nicht das Polyethylen, was wir heute sehen. Das heißt also, wir können dann mit diesem Anfangsinvestment dieser Platte, die Keramik können wir wiederverwenden, können wir dann auch eine zukunftssichere Lösung bieten, die nicht nur ressourcentechnisch interessant ist, sondern eben auch, was das Budget angeht. Habe ich dann im Endeffekt, wir sprechen ja von einer Lebenszeit von 10 Jahren, das heißt 10 Jahren ist eigentlich entwicklungstechnisch, was da auf dem Markt und auch am Materialkunde passiert, ist schon enorm. Das heißt, ihr hättet theoretisch auch die Möglichkeit, der Platte ein Upgrade zu verkaufen? Absolut, absolut. Solange wir die Keramik, die werden wir natürlich, wenn wir die ganze Platte auseinandernehmen, dann untersuchen wir die Keramik, stellen fest, dass wirklich alles in Ordnung ist. Und wenn alles in Ordnung ist, dann geht die mehr oder weniger in die Fertigung einer neuen Platte. Und wenn zu dem Zeitpunkt neue Technologie, neues Backing zur Verfügung steht, bieten wir das dem Kunden natürlich an. Und wenn er sich dafür entscheidet, Win-Win, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ihr merkt schon bei der Firma Bush Protective, wo der Hammer hängt und natürlich auch, wie der Edwin über das Produkt redet. Absolut spannend und absolut Bush Protective typisch von der Entwicklung, Innovation und natürlich auch von der Fabrikation und der Qualität, wie das Produkt hier auf den Markt gedroppt wird. Absolut stark. Wir schauen uns jetzt noch das nächste Produkt an zum Thema Gewichtsreduktion und gleich geht's weiter. Das zweite Produkt zum Thema Gewichtsreduktion ist, wer hätte es gedacht, ein Helm, logisch. Wir sind immer noch ein Helmhersteller, im Wesentlichen das schon richtig. Man sieht es auch im Hintergrund, wir haben einige Helme im Portfolio. Genau, das ist unser neues Flaggschiff, wenn man so möchte, was wir jetzt auch in den europäischen Markt einführen. Vor 8 Jahren haben wir einen ziemlichen Flock in den Boden gerammt, würde ich mal sagen, mit dem AMP1 TP. Erster nicht metallischer VPAM-3-Helm, leichtester seiner Klasse, hohe V50-Werte, hohe Stoßdämpfungseigenschaften. Also das Ganze, was unsere Kunden auch in den letzten 8 Jahren wirklich zu schätzen gelernt haben an unseren Produkten, finden sie jetzt hier 1:1 wieder. Also auch was Kompatibilität mit Systemen angeht, wie Visieren, Mandibles, Trainingssystemen, alles auch auf dem Helm möglich. Und jetzt eben im neuen Format und mit dem neuen Namen AMP1X. Und das Interessante hierbei ist klar, du hast es ja auch schon gesagt, die Gewichtsreduktion. Das ist der wesentliche Punkt. Gegenüber einem Hi-Cut AMP1 TP, also der Vorgängerversion, haben wir jetzt einen Helm, der knapp 300 Gramm leichter ist. Und das ist schon eine richtige Ansage. Eine richtige Ansage. Genau. Also im Komplett, um es wirklich ganz plastisch zu machen, im Kompletten, so wie er jetzt hier auch steht, Helm, Rail, NVG und Innenleben, wiegt der Helm 1,48 Kilogramm. So. Gramm wäre jetzt heftig gewesen. Genau, 1,48 Kilogramm und steht damit eigentlich auf weiter Flur leicht. Zur Zahl zum regulären? Der reguläre war eher so bei 1,78. Also gerade beim Hi-Cut, genau, gerade beim Hi-Cut ist es eine erhebliche Gewichtsreduktion. Genau, das Interessante dabei ist aber trotzdem, er erfüllt die DI-FBI-Norm, die für unseren US-amerikanischen Markt sehr interessant ist. Wir sind ja momentan auch immer noch exklusiver Hersteller fürs FBI und DEA. Er erfüllt gleichzeitig die VPAM-3, hat die hohen V50-Werte, die wir schon vom TP kennen, also eigentlich das komplette Paket und kommt aber, wie gesagt, mit einem leichteren Gewicht daher. Und für den Kunden, das Einzige, was sich ändern wird, ist, er fühlt sich besser an. Pricing exakt gleich zum AMP1 TP. Wir sind nicht einer der Hersteller, die sagen, weniger Gewicht ist höherer Preis, weil tatsächlich ist unser Fokus, wir wollen das Produkt wirklich an den Mann bringen und an die Frau. Wir wollen, dass die Leute wirklich den Schutz nutzen und wir haben natürlich, auch wenn wir viele Komplimente in den letzten 8 Jahren zu unserem Produkt bekommen haben, haben wir immer wieder das eine gehört, er ist zu schwer, er ist zu schwer, er ist zu schwer. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt über SEKs und andere Spezialteams sprechen, dann ist da vielleicht nochmal ein anderes Gefühl für, weil die natürlich auch nochmal anders trainieren und natürlich eine andere Muskulatur haben. Aber gerade im Streifenpolizeibereich ist es natürlich ein Thema. Ja. Und jetzt mit dem Gewicht, wir sind pari mit einem NRJ 3A, liefern aber die Performance von einem VPAM 3-Helm. Und das ist
das sucht seinesgleichen im Markt. Wann geht's los mit dem guten Stück? Zertifizierung von VPAM3, interne Tests sind alle komplett abgeschlossen. Zertifizierung ist tatsächlich bang on nächste Woche. Und wenn das alles gut läuft, wovon wir aktuell ausgehen, dann nehmen wir jetzt auch schon Bestellungen an und fangen dann Richtung Ende zweites Quartal, Anfang drittes Quartal mit der Auslieferung an. Das klingt doch perfekt. Ich bedanke mich bei dir für die Zeit. War sehr spannend bei euch, vor allem wenn man mit so einem Steckenpferd, das man schon so lange in der Schublade hat, um die Ecke kommt. Wenn ihr Fragen zu den gezeigten Produkten habt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wir versuchen das so gut es geht zu beantworten und natürlich im Austausch mit dem Hersteller. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und das Allerwichtigste ist, drückt die Glocke für die neuesten Videos der NFOS Tech 2025 hier auf NFOS Tech TV. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal.